Ein Moment, um über Ihren Morgen nachzudenken. Was tun Sie zuerst, wenn Sie aufwachen? Schauen Sie auf Ihr Telefon? Dehnen Sie Ihren Körper? Oder vielleicht bereiten Sie sich eine Tasse Kaffee zu? Für viele Menschen auf der ganzen Welt ist Kaffee nicht nur ein Getränk, ein täglicher Freund, ein warmer Beginn und ein kleiner Funke, der den Geist weckt. Jeden Tag trinken Menschen mehr als 2 Milliarden Tassen Kaffee. Das heißt, jederzeit hält irgendwo jemand eine heiße Tasse Kaffee in der Hand. Kaffee gibt uns Energie. Aber er schenkt uns auch Zeit zum Denken, Reden und Träumen. Er bringt Menschen in kleinen Cafés, belebten Büros und stillen Häusern zusammen. Nach Öl ist er das am zweithäufigsten gehandelte Produkt der Welt. Es wurden Kriege darüber geführt, Imperien wurden reich und Revolutionen entstanden neben dem Kaffee. Doch das Seltsame ist, die Idee, Kaffee auf die Weise, wie wir ihn heute rösten, mahlen und brühen, zu nutzen, war nie geplant. Weder ein König noch ein Wissenschaftler entdeckten es. Alles begann mit ein paar tanzenden Ziegen und einem neugierigen Mann in den Höhen Äthiopiens. Ja, Ziegen. Und dieser kleine Zufall sollte die Menschheitsgeschichte für immer verändern. Also lassen Sie uns ein wenig in die Vergangenheit reisen. Entdecken wir, wie eine kleine rote Frucht zum beliebtesten Getränk der Welt wurde. Dies ist nicht nur eine Geschichte über Kaffee, es ist eine Geschichte über Neugier, Fehler und die Magie der menschlichen Entdeckung. Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie sich und nehmen Sie vielleicht einen Schluck aus Ihrer eigenen Tasse. Dies ist der zufällige Glanz des Kaffees. Bevor der Kaffee die Welt erreichte, war das Leben ganz anders. Die Menschen arbeiteten mit der Sonne und ruhten sich mit dem Mond aus. Es gab keinen schnellen Weg, wach zu bleiben, keinen einfachen Weg, sich frisch zu fühlen. Wenn die Nacht kam. Die Menschen wurden müde und hörten auf zu arbeiten. Damals waren die verbreiteten Getränke ziemlich einfach: Wasser, Milch und Wein. Aber Wasser war nicht immer sauber. Milch verdarb schnell. Wein und Bier waren überall, sogar beim Frühstück. Sie beruhigten den Menschen, machten sie aber auch schläfrig und träge. Es gab kein Getränk, das die Menschen wach und konzentriert hielt. In den Wüsten und Städten Arabiens und Nordafrikas war das Leben hart. Die Tage waren heiß, die Nächte lang, und die Arbeit hörte nie auf. Händler, Reisende und Studenten blieben oft bis spät in die Nacht wach. Für einige, zum Beispiel für Sufi-Mönche, war Wachbleiben eine Form des Gebets. Sie wollten in den stillen Stunden der Dunkelheit mit Gott sprechen. Aber sie brauchten Hilfe, etwas, das ihre Augen offen hielt. Damals kannten die Menschen bereits die kleinen roten Früchte, die auf wilden Sträuchern wuchsen. Manche aßen sie roh, um Energie zu bekommen. Andere vermischten sie mit tierischem Fett, um kleine Energiebällchen für lange Reisen herzustellen. Aber niemand hätte gedacht, dass der kleine Samen in dem, was wir heute Kaffeebohne nennen, die Welt verändern würde. Es war einfach eine weitere Pflanze im Wald, gewöhnlich, unbedeutend. Die Menschheit wartete auf etwas Neues, etwas, das den Körper ruhig, aber den Geist wach hält. Ein Getränk, das Konzentration ohne Rausch, Energie ohne Chaos bietet. Alles, was es brauchte, war, dass jemand es bemerkte. Ein neugieriges Herz, das sah, was andere übersehen. Unsere Geschichte beginnt vor Tausenden von Jahren in den grünen Hochländern Äthiopiens. Dort lebte ein junger Ziegenhirte namens Kaldi. Er war ein einfacher Mensch. Jeden Tag brachte er seine Ziegen auf die Hügel zum Grasen und Spielen. Er liebte seine Tiere sehr und kannte sie genau. Doch eines Tages bemerkte er etwas Seltsames. Die Ziegen sprangen, rannten wie verrückt und schienen voller Energie zu sein. Kaldi war überrascht, denn zuvor hatten sie sich nie so verhalten. Er folgte ihnen und sah, dass sie kleine rote Früchte von einem dunkelgrünen Strauch fraßen. Neugierig nahm Kaldi einige Früchte und probierte sie selbst. Kurz darauf fühlte er sich wach, aufgeregt und voller Leben. Kaldi dachte: Diese Früchte sind etwas Besonderes, sie geben Kraft und Freude. Er wollte seine Entdeckung teilen.
So brachte er die Früchte zu einem nahegelegenen Kloster. Dort traf er auf einen Mönch und erzählte ihm, was geschehen war. Doch der Mönch hatte Angst, er sagte, die Früchte seien Teufelswerk und warf sie ins Feuer. In diesem Moment geschah etwas Unglaubliches. Als die Früchte brannten, erfüllte ein reiches, angenehmes Aroma den Raum. Die Mönche waren von dem süßen, warmen Duft überrascht. Sie nahmen die gerösteten Bohnen aus dem Feuer und zermahlen sie. Dann mischten sie das Pulver mit heißem Wasser. In dieser Nacht tranken die Mönche das neue, dunkle Getränk und blieben während des gesamten Gebets wach. Das war also die erste Tasse Kaffee. Sie war geboren, nicht durch Wissenschaft oder Erfindung, sondern durch Zufall und Neugier. Kaldis Ziegen hatten alles begonnen. Ein verängstigter Mönch führte es fort, und ein einfacher Fehler schuf etwas, das die Welt verändern sollte. Manchmal beginnen die größten Entdeckungen mit einem offenen Geist und einem kleinen, neugierigen Herzen. Die Geschichte von Kaldi und den Mönchen war nur der Anfang. Doch die wahre Reise des Kaffees, die Reise, die unsere Welt formte, begann erst Jahrhunderte später. Die kleinen Bohnen überquerten das Rote Meer von Äthiopien nach Jemen. Und im 15. Jahrhundert fand der Kaffee sein wahres Zuhause. Im Jemen begann eine Gruppe frommer Männer, die Sufis, Kaffee zu nutzen. Sie benötigten etwas, das ihnen half, während langer nächtlicher Gebete wach zu bleiben. Als die Bohnen geröstet und aufgebrüht wurden, entdeckten sie, dass das Getränk stärker und schmackhafter war. Der Kaffee gab ihnen Energie, Konzentration und Ruhe. Anfangs hatten sie keine Maschinen oder Geräte. Die Bohnen wurden in kleinen Metallpfannen über offenem Feuer geröstet. Sie lauschten aufmerksam auf das leise Knistern. Anhand des Geruchs in der Luft erkannten sie, wann die Röstung perfekt war. Es war eine Kunst, keine Wissenschaft. Ein geduldiger Prozess aus Herz und Hand. Manchmal verbrannten die Bohnen. Manchmal war das Getränk zu bitter oder zu schwach. Doch die Sufis gaben nicht auf. Sie probierten es immer wieder, unzählige Male. Aus jedem Fehler lernten sie etwas Neues. Längeres Rösten ergab einen tieferen Geschmack. Die Hitze konnte das Herz der Bohne zum Vorschein bringen. Bald verbreitete sich dieses Getränk über die Klostermauern hinaus. Händler, Reisende und Gelehrte begannen, es auszuprobieren. Sie nannten es Kahwa, was kräftig machendes Getränk bedeutet. Die Menschen tranken es, um zu arbeiten, zu beten, zu lesen und einfach das Gefühl zu haben, am Leben zu sein. Zum ersten Mal gab es ein Getränk, das den Geist schärfte, anstatt ihn zu verlangsamen. Dieses Getränk wurde zuerst Teil ihres spirituellen Lebens und später auch ihres Alltags. In kleinen Tontöpfen und über offenem Feuer brauten die Menschen Kaffee zu Hause, auf Märkten und in Moscheen. Es war nicht mehr nur eine Entdeckung. Es wurde eine Tradition, ein Ritual, eine Möglichkeit, Zeit und Gespräche zu teilen. Die Reise des Kaffees war eine Reise der Geduld und des Glaubens. Niemand erfand ihn in einem Labor. Jahrhundertelange kleine Experimente und stille Hingabe formten ihn. Die Mönche und Sufis wollten nur während des Gebets wach bleiben, aber dabei weckten sie die Welt. Jahrhundertelang war Kaffee nur das Getränk von Mönchen und Mystikern. Doch eines Tages änderte sich alles. Kaffee verließ die stillen Mauern der Klöster und trat in die belebten Straßen der Städte. Es war nicht mehr nur ein Getränk zum Beten, es wurde ein Getränk für die Menschen. Im 16. Jahrhundert erreichte Kaffee Mekka, eines der großen Zentren der islamischen Welt. Die Menschen dort liebten seinen Geschmack, seine Wärme und die Energie, die er schenkte. Bald darauf entstanden kleine Orte, an denen Männer zusammenkommen konnten. Dies waren die ersten Kaffeehäuser der Welt. In diesen Räumen herrschte eine Atmosphäre voller Gespräche und Lachen. Der Duft des Kaffees mischte sich mit Musik und dem Klang von Diskussionen. Die Menschen sprachen über ihre Arbeit, ihre Gedichte und die Politik. Sie spielten Spiele, erzählten Geschichten und teilten ihre Träume.
Das Kaffeehaus wurde zu einem neuen Ort, an dem Ideen und Menschen zusammenkamen. Ein Autor jener Zeit schrieb: In Mekka trinken die Menschen Kahwa und versammeln sich in großen Gruppen. Sie sprechen über ihre Arbeit und bleiben ohne Beschwerden wach. Und tatsächlich stimmte es. Kaffee verlieh den Menschen nicht nur die Kraft, wach zu bleiben, sondern auch die Fähigkeit zu denken, zu träumen und zu schaffen. Das war die eigentliche Revolution. Kaffee war nicht mehr nur ein Getränk, er wurde zu einer Bewegung. Er veränderte die Art und Weise, wie Menschen arbeiteten, sich trafen und Ideen teilten. In diesen kleinen Räumen voller Lachen und Kaffeeduft begann sich die moderne Gesellschaft zu formen. Jede große Entdeckung trifft zunächst auf Angst. Kaffee war da keine Ausnahme. Als er zum ersten Mal in den Städten verbreitet wurde, waren nicht alle glücklich darüber. Einige Führer, Priester und Könige betrachteten Kaffee als gefährlich. Sie glaubten, er könne die Gedanken der Menschen verändern. Um 1511 verbot der Gouverneur in Mekka den Kaffee. Er sagte: Dieses Getränk macht die Menschen faul und aufrührerisch. Man glaubte, dass Kaffeehäuser Brutstätten für Klatsch und Probleme seien. Zu viel Kaffee könnte dazu führen, dass die Menschen ihr Gebet vergessen. Aber die Menschen liebten Kaffee so sehr, dass sie nicht darauf verzichten konnten. Sie trafen sich heimlich in kleinen Räumen und teilten ihre Tassen und Flüstereien. Für viele war Kaffee nicht nur ein Getränk, es war Freiheit. Er gab Energie zum Nachdenken, Hinterfragen und Träumen. Als der Kaffee nach Europa kam, wuchsen die Debatten noch weiter. Einige Kirchenführer bezeichneten Kaffee als Getränk des Teufels. Sie sagten, er kommt aus muslimischen Ländern und sollte den Christen verboten werden. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Papst Clemens VIII. Entschied sich, den Kaffee selbst zu probieren. Nach dem ersten Schluck lächelte er und sagte: Dieses Getränk des Teufels ist so köstlich, dass es eine Sünde wäre, es nur Ungläubigen zu geben. So wurde Kaffee gesegnet, und das Volk freute sich begeistert. Trotzdem mochten nicht alle Herrscher dieses neue Getränk. In England versuchte König Karl II. Die Kaffeehäuser zu schließen. Er sagte: Diese Orte sind voller Klatsch und unruhiger Menschen. Doch das Volk protestierte, und das Verbot wurde bald aufgehoben. Der Kaffee gewann. Kein Gesetz konnte ihn aufhalten. Er war nun ein Symbol für offenes Sprechen, klares Denken und ein offenes Herz. Als Kaffee akzeptiert wurde, begann sich die Welt zu verändern. Überall, wohin er kam, brachte er neue Gewohnheiten, neue Energie und neue Ideen. Das kleine Getränk, das in den äthiopischen Bergen begann, hatte nun die Herzen der großen Städte Europas erreicht. In Europa wurden Kaffeehäuser zum Zentrum des Lebens. Diese Orte standen allen offen, reich, arm, Arbeiter oder Schriftsteller, egal. Die Menschen bezahlten nur einen Pfennig für eine Tasse. Deshalb wurden die Kaffeehäuser auch Pfennig-Universitäten genannt. Denn für den Preis einer Tasse konnte man mehr lernen, als man in einem Klassenzimmer je erfahren würde. In diesen Kaffeehäusern diskutierten die Menschen über Wissenschaft, Kunst und Philosophie. Sie teilten Bücher, diskutierten Politik und träumten von der Zukunft. Hier begannen große Veränderungen, die Geburt von Zeitungen, neue Erfindungen und sogar Revolutionen. Ein Kaffeehaus in London wurde zu Lloyd's of London, also der ersten großen Versicherungsgesellschaft. Ein anderes Kaffeehaus verwandelte sich in die Londoner Börse. In Frankreich trafen sich Schriftsteller und Denker wie Voltaire, um über Freiheit und Vernunft zu diskutieren. In Wien fanden Musiker Inspiration bei dunklen Tassen Kaffee. Aber die größte Veränderung geschah am Morgen. Vor dem Kaffee tranken die Menschen meist Bier oder Wein zum Frühstück. Das machte sie langsam und schläfrig. Nach dem Kaffee wurden die Morgen heller, schneller und fokussierter. Kaffee gab den Menschen nicht nur Energie, er half auch, Verbindungen zu knüpfen. Fremde wurden zu Freunden, Stille wurde durch Gespräche gefüllt. Er wurde ein Teil der Kultur, der Arbeit und der Liebe. Und er prägt noch heute jeden unserer Tage mit einer Tasse Kaffee.
Je mehr die Welt Kaffee liebte, desto mehr geschah etwas Neues. Kaffee ging auf Reisen. Er überquerte Ozeane, Berge und Imperien. Das lokale Getränk, das in Äthiopien und Jemen begann, wurde zu einer globalen Geschichte. Die Araber hielten den Kaffee zunächst geheim. Bevor sie ihn exportierten, rösteten sie die Kaffeebohnen, damit er an anderen Orten nicht angebaut werden konnte. Doch bald darauf jagten auch andere Länder nach diesem Schatz. Im 17. Jahrhundert gelang es den Niederländern, einige lebende Kaffeepflanzen aus dem Jemen zu bringen. Die Niederländer begannen Kaffee in ihren Kolonien auf Java, Sri Lanka und in Südamerika anzubauen. Bald folgten die Franzosen. 1723 brachte der junge Marineoffizier Gabriel de Clieu eine Kaffeepflanze von Paris auf die Insel Martinique. Die Reise war lang und gefährlich, Stürme, Piraten und Wassermangel, doch Clieu gelang es, die Pflanze am Leben zu erhalten. Er teilte sogar sein eigenes Wasser, um sie zu gießen. Aus diesem kleinen Samen würden eines Tages Millionen Kaffeepflanzen in ganz Lateinamerika wachsen. Bald verbreiteten sich Kaffeeplantagen auf tropische Gebiete wie Brasilien, Kolumbien, Indonesien und Vietnam. Doch dieses Wachstum hatte seinen Preis. Die meisten Arbeiten wurden von Sklaven und armen Bauern verrichtet. Für einige brachte Kaffee Wohlstand, für viele jedoch Härte und Leid. Bis ins 19. Jahrhundert wurde Brasilien zum größten Kaffeeproduzenten der Welt. Kaffee trieb die Wirtschaft an. Doch als Getränk verlor Kaffee nie an Beliebtheit. Fabriken begannen, Kaffee in großem Maßstab zu rösten und zu mahlen. Die Welt wollte Kaffee zu Hause, bei der Arbeit, überall. Im 20. Jahrhundert veränderten neue Erfindungen alles erneut. In Italien ermöglichte die Espressomaschine, schnelleren, stärkeren und intensiveren Kaffee zuzubereiten. Dann kam der Instant-Kaffee. Das Getränk erreichte nun Soldaten, Arbeiter und vielbeschäftigte Menschen. Kaffee war nicht mehr nur ein Getränk, sondern ein Symbol des modernen Lebens geworden. Heute bauen mehr als 70 Länder Kaffee an. Er verbindet Bauern in den Tropen mit Büroangestellten in Städten von Sao Paulo bis Saigon. Kaffeegespräche nähren Kunst, Arbeit und Träume. Er ist eine der stärksten Brücken zwischen Kulturen geworden. Eine einfache Tasse vereint die Welt. Die Geschichte des Kaffees handelt nicht nur von einem Getränk. Sie handelt von Menschen, ihren Träumen, ihrer Arbeit und unendlicher Neugier. Von einem Hirten und seinen tanzenden Ziegen über betende Mönche, Händler, Denker bis hin zu Arbeitern. Kaffee hat alle Arten von Leben beeinflusst. Ursprünglich ein Zufall, wurde er mit der Zeit zu einem Symbol der Verbindung. Er half den Menschen, wach zu bleiben, aber auch in ihnen selbst zu erwachen. Zu denken, zu lernen, zu erschaffen und zu teilen. Jede Tasse trägt die Geschichte von Jahrhunderten und die Wärme menschlicher Hände. Schriftsteller nannten ihn den Treibstoff des Geistes. Künstler sagten, er helfe Ideen wie das Morgenlicht erblühen zu lassen. Und vielleicht stimmt es. Kaffee gibt uns nicht nur Energie, sondern auch Fokus, Hoffnung und Rhythmus. Wie eine kurze Pause zwischen Chaos und Kreativität. Heute, wenn Sie an einem stillen Morgen mit Ihrer eigenen Tasse sitzen oder in einem belebten Café Ihren Kaffee genießen, sind Sie Teil dieser langen Menschheitsgeschichte. Eine Geschichte geboren aus Neugier, Geduld und dem Willen, in einer schlafenden Welt wach zu bleiben. Von Feuer und kleinen roten Beeren über Maschinen bis hin zu Cafés. Kaffee erinnert uns daran, was der Mensch am besten kann. Etwas Kleines und Gewöhnliches nehmen und in etwas verwandeln, das die Welt verändert. Also denken Sie bei Ihrem nächsten Schluck an diese Reise. Eine Reise, die bei Ziegen begann, Ozeane überquerte, Revolutionen inspirierte und nun in Ihren Händen lebt. Denn die Geschichte des Kaffees ist zugleich unsere Geschichte. Wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie mich unterstützen